Der Mord der Black Dahlia. Porträt- und Tätertheorien. Elizabeth Short wurde am 29. Juli 1924 in Boston, Massachusetts, geboren. Schon früh in ihrem Leben erlebte sie familiäre Schwierigkeiten. Ihr Vater verließ die Familie, als sie noch ein Kind war, und das führte zu einer turbulenten Jugend. Sie zog nach Kalifornien in der Hoffnung, als Schauspielerin in Hollywood erfolgreich zu werden. Aber wie viele junge Frauen zu dieser Zeit kämpfte sie mit den Herausforderungen des Lebens in der Filmstadt. Elizabeth war eine hübsche, auffällige Frau. Sie wurde von ihren Bekannten als freundlich und ambitioniert beschrieben. Doch trotz ihrer Träume und Hoffnungen führte sie ein unstetes Leben, das sie immer wieder in schwierige Situationen brachte. Bis zu dem schicksalhaften Tag im Januar 1947. Am 15. Januar 1947 wurde Elizabeth Shorts verstümmelte Leiche auf einem leeren Grundstück in Los Angeles gefunden. Der Fundort war makaber. Ihr Körper war sauber in zwei Hälften durchtrennt und drapiert. Die Beine waren weit auseinander gespreizt. Es gab keine Anzeichen dafür, dass am Tatort Blut vergossen wurde, was darauf hindeutete, dass sie an einem anderen Ort getötet und anschließend dorthin transportiert wurde. Die Brutalität des Verbrechens schockierte die gesamte Nation. Ihr Gesicht war bis zu den Ohren aufgeschlitzt, ein Glasgow-Lächeln, eine grausame Inszenierung, die die Ermittler fassungslos machte. Trotz umfangreicher Ermittlungen und zahlreicher Verdächtiger wurde der Fall nie offiziell aufgeklärt. Als kurze Unterbrechung: Lasst gerne ein Like und ein Abo da, um uns zu unterstützen. Schreibt gerne euren nächsten Fallwunsch in die Kommentare. Doch über die Jahre hinweg entwickelten sich mehrere Theorien und Verdächtigungen, die immer wieder in den Mittelpunkt der Ermittlungen rückten. Eine der prominentesten Theorien drehte sich um den Arzt Dr. George Hodel. Hodel war ein angesehener und wohlhabender Mann in Los Angeles. Aber hinter seiner Fassade verbarg sich eine dunkle Seite. Später wurde bekannt, dass er beschuldigt wurde, seine eigene Tochter sexuell missbraucht zu haben. Besonders verdächtig wurde er danach. Hodels Sohn, Steve Hodel, selbst ein ehemaliger Lappdetektiv, behauptete nach dem Tod seines Vaters, er habe Beweise dafür gefunden, dass George Hodel der Mörder der Black Dahlia war. Er argumentierte, dass der chirurgische Schnitt nur von einem Arzt gemacht sein konnte. Zudem gab es Hinweise, dass die Polizei Hodel überwachte und ihn als Verdächtigen betrachtete. In einer abgehörten Unterhaltung soll Hodel gesagt haben: „Nun, ich schätze, Sie können mich nicht wegen der Black Dahlia schnappen. Sie können keine Beweise finden." Ein weiterer Verdächtiger war Mark Hansen, ein wohlhabender Clubbesitzer in Los Angeles, der Elizabeth Short kannte. Hansen war in die Hollywood-Party-Szene involviert und hatte angeblich eine enge Beziehung zu Short. Einige spekulierten, dass er eifersüchtig war. Es wurde vermutet, dass Hansen wütend auf Short war, weil sie seine romantischen Avancen abgelehnt hatte, was ein Motiv sein könnte. Außerdem wurde festgestellt, dass Elisabeths Adressbuch bei ihrem Tod Hansen gehörte, was ihn verdächtig machte. Ein weniger bekannter Verdächtiger war Leslie DeLong, ein ehemaliger Friseur und Schriftsteller. DeLong war eine interessante Figur, weil er 1949 von der Polizei als Verdächtiger angesehen wurde, nachdem er behauptet hatte, den Täter zu kennen. DeLong zeigte detaillierte Kenntnisse über das Verbrechen, was ihn verdächtig machte. Einige Ermittler glaubten sogar, dass er der eigentliche Mörder war. Aber wie in den anderen Fällen reichten die Beweise nicht aus, um ihn anzuklagen. Es gibt auch Theorien, die besagen, dass der Mord an Elizabeth Short das Werk eines Serienmörders gewesen sein könnte, der für ähnliche Taten verantwortlich war. Einige vermuten, dass der Mörder weitere Menschen tötete, was jedoch nie bewiesen wurde. Wer war nun wirklich der Mörder der Black Dahlia? Wenn man die Verdächtigen genauer betrachtet, gibt es einige, die man aufgrund mangelnder Beweise und unzureichender Motive ausschließen kann. Mark Hansen scheint vor allem durch seine Verbindung zu Short verdächtig. Doch es gibt keine handfesten Beweise, die ihn direkt mit der Tat in Verbindung bringen. Auch Leslie DeLong, obwohl er verdächtiges Wissen zeigte, hatte nie einen soliden Beweis gegen sich. Die Theorie um Dr. George Hodel bleibt jedoch bis heute die überzeugendste. Seine medizinische Expertise, seine verdächtigen Aussagen und die späteren Enthüllungen seines Sohnes zeichnen ein dunkles Bild von ihm. Wenn man all diese Faktoren betrachtet, scheint er der wahrscheinlichste Täter zu sein. Obwohl es nie zu einer Anklage gekommen ist,
haben Hodels Verbindungen zur damaligen Unterwelt und seine problematische Vergangenheit viele überzeugt, dass er hinter diesem schrecklichen Verbrechen steckt. Abschließend bleibt zu sagen, dass der Fall der Black Dahlia auch über 70 Jahre nach der Tat ungelöst ist. Viele Theorien, viele Verdächtige, aber keine endgültige Antwort. Doch die Spuren, die Dr. George Hodel hinterlassen hat, lassen ihn als den wahrscheinlichsten Täter erscheinen. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt.